Ja, welch eine Augenweide. Wir haben ihn gerade abgeholt. Wir sind in den Niederlanden, unverkennbar. Denn das ist ein 2021er LQB Queensbed, ja, ein Imperial i810 Doppelachser. Mehr geht nicht mehr, oder? Fast nicht mehr. Ein bisschen länger geht noch, aber von Ausstattung her mehr geht nicht. Nee. Ja, es ist ein echter Kabe. Wir sind ihn gerade eben Probe gefahren. Er ist ultra leise, fährt sich wie ein PKW. Ja, du hast es gemerkt. Das ist unglaublich angenehm. Das Problem ist, ihr durftet ihn nicht fahren. Deswegen, Nee. man braucht einen speziellen Führerschein in den Niederlanden, muss man sagen. Das geht los, wo bei euch? Dass man fahren darf mit dem normalen Führerschein bis 3,5 Tonnen? Bis 3,5 Tonnen. Also ich darf bis 3,5 Tonnen fahren. Für so ein Reisemobil brauche ich C1 Führerschein. LKW. LKW. Ja. Krass, ja. Ich darf den ja noch fahren. Ich bin alt genug, ja. Du bist ja noch jung. Ja, stell dich mal kurz vor. Ja, Peter Vlaanderen von der Firma Kabe, zuständig für unter anderem Benelux. Ja, wir sind bei De Gref in Grave. In Grave, ja. Das ist Grave wird das Ganze geschrieben und wir kennen uns von der Messe und du hast mir gesagt, ich muss den unbedingt mal filmen, denn wir haben ja gezeigt, ihr habt ein Heckbad. Das ist schön und gut, aber der, ich sag mal, Deutsche möchte ja gerne eine Garage haben für seine E-Bikes, die er dann hat. Natürlich. Und jetzt haben wir hier ein Queensbed und wir haben eine Heckgarage. Und Heckgarage. Also wir haben ganz viele Grundrisse und darum habe ich zu dir gesagt, Sven, dass es toll wäre, wenn wir diese auch auf Film haben. Will ich dir mal schnell diese Garage zeigen? Ja, bitte, mach mal. Denn was auffällt, du kannst mit der, ich sag mal, mit der Fernbedienung, so, das war der Alarm, das weiß ich schon, weil der eben losgegangen ist. Du hast die Zentralverriegelung in der Original-Fernbedienung von Mercedes drin, gell? Ja, genau. Und das ist auch, weil dieses Reisemobil schon kundenverkauft ist. Der hat schon mal eingeräumt. Ja, haben wir das schon eingebaut, diese DEFA-Alarmanlage. Die ist drin. Das heißt, Alarmanlage ist drin. Und was ganz spannend ist, wie gesagt, ihr habt alles komplett zentral verriegelt. Das heißt also, ich muss jetzt nicht mehr jedes Mal einen Schlüssel rausholen. Ich kann es einfach machen mit der Fernbedienung. Mit der Fernbedienung und alle Luken, alle Türen sind dann einfach zu. Ja, der ganz große Wechselrichter von Dometic. In der Klasse muss man sagen, ist das ordentlich. Der hat, glaube ich, 2 kW oder 3. Was hat der? 3 kW. 3 kW, Ja. Sehr schön. Ganz viele Staufächer, mach mal auf. Was ist da drin? Wahrscheinlich wie die Türchen zu Weihnachten. Eine Batterie. Vom Mastervolt. 2 Stück. Dann auf Wunsch auch Lithium, das geht. Lithium geht ab Werk. So, hier haben wir den Landstromanschluss, 130 Volt. Und das sind auch Serviceklappen hier. Ne? Normalerweise kommt du nicht so viel rein. So, Hauptschalter, das ist auch wichtig, der rote. Damit kann ich das ganze Fahrzeug stromlos machen. Stromlos machen. Ja, hast du keine Sorgen mehr, dass es noch Verbrauch gibt, die die Batterie entleeren. So, hier vorne habe ich noch eine kleine Stange mit dabei. So, jetzt, mein Gott, ist hier ein Wetter. Ich zeige das mal gerade. Ich habe gedacht, in den Niederlanden wäre immer schön. Gestern war die Sonne noch da, heute leider nicht mehr. Heute leider nicht mehr. Da ist das Heck. So, das ist richtig schön anzusehen. Ihr habt eine neue Form ja entwickelt. Die Sprache ist jetzt identisch mit den Wohnwagen, aber der ist natürlich viel höher. Ich zeige es mal gerade. So plus minus ist es das Gleiche, aber hier Formensprache, ihr könnt euch nicht verstecken. Also das ist gut. Nein, aber andererseits auch nicht zu hoch. Wir sind hier bei 3,7 Meter. Das geht noch für ein Reisemobil. So, mach mal auf hinten. So, da noch mal kurz reingucken. Ist zwar die gleiche Seite, aber hier ist die Außendusche mit drin. Außendusche habe ich hier. Hier haben wir eine Klappe. Will ich dir zeigen. Stauraum. Und das hier ist eine Serviceklappe. Gott, die geht überhaupt nicht auf, oder? Die geht, denke ich, auch. Da, einmal drücken. Da ist die alte drin. Ja. Wie immer bei Kabe ist natürlich eine alte drin, eine 3020 mit. Der hat wahrscheinlich auch zentrale Entleerung. Da unten sieht man es. Ja, das sind diese blaue Blocken, das sind die elektrischen Motoren, um das komplette Wassersystem zu entleeren. Elektrisch, auf Knopfdruck. Elektrisch einfach auf einen Knopf drücken und du siehst auch sofort, dass es ein Doppelboden ist mit die gute Isolierung, wie wir das kennen bei Kabe. Minus 48 Grad, das ist ja ein Statement. Das Coole ist, du bist hier Vertriebsleiter für ganz viele Länder und du sagst das sogar an die Kamera, die minus 48 Grad. Das heißt, ihr macht Tests damit. Ja. Das Auto funktioniert wirklich, also klar, jetzt minus 48 hast du ja eher selten, aber das gibt es schon mal, da wo ihr hinfahrt. Das gibt schon mal, also in Norden, in Nordschweden ist das
naja, ziemlich normal. Ja, ja. Noch ja. schön. Also ich habe auch Fragen von Kunden, die fragen, wieso empfiehlt man bei Kabe die Stahl-Gasflaschen zum Beispiel. Ja. Naja, dann sagt man, bei diesen niedrigen Temperaturen ist es ganz wichtig, die Stahlflaschen zu benutzen, weil anders wird diese liquide Gasform wird nicht mehr umgesetzt auf Gas. Krass. Zum Beispiel. Und minus 48. Das ist aber hier minus 48 wäre so eine Temperatur, da würde ich gar nicht mehr das Wohnmobil verlassen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Denn du gehst raus und du brauchst auf jeden Fall irgendwie eine Mütze noch auf der Nase, sonst friert die ab, oder? Alles friert dann natürlich, ja. Kann ich mich zumindest vorstellen. Ich habe es auch noch nicht erlebt. Boah, es ist hier voll am Regnen. Ja. Da Gas hier? Ja. Eine Lücke für Gas. Oh ja, guck mal hier, der hat sogar Kunststoffflaschen drin. Ja, Kunststoffflaschen, ja genau. Dieser Kunde wird sich wahrscheinlich keine minus 48 Grad machen. Ja, ja, ist aber sehr leicht. Coole Sache. Du siehst auch mit einem Slideout oder drehen. Das hier ist um zu drehen. Ja, okay, du kommst einfach ran. Ja. Ach Peter, du bist ja nur Vertriebsleiter. Ach, ich kann mal wahrscheinlich hochziehen. Nee. Ich drehe, ich mache etwas falsch, keine Ahnung. Man muss sagen, wir haben auch schon 15 Videos gedreht. Also heute ist letztes Video jetzt. Ich werde jetzt mal fahren. Schräubchen, ja, dreh. Du kriegst es hin. Gut, das machst du ja nicht andauernd, muss man dazu sagen. So, das war jetzt eine Ehrensache, dass wir das gezeigt haben. Der hat jetzt der hat kein Dual-Control, gell, im Moment? Nee, hat das... Optional kann man es haben. So, dreh mal wieder zu, dass nicht an der nächsten Ampel er dann das hat. Aber coole Gasflaschen, die habe ich noch nie gesehen. Bene Gas steht drauf. Und das gibt es wahrscheinlich in Holland, Niederlande, Belgien, wo auch immer, Luxemburg. Benelux halt. Ja. Doppelboden. Komplettes Fahrzeug ist auch hier im Doppelboden natürlich komplett minus 48 Grad. Ein Slideout hier mit drin. Ja, Schublade. Euroboxen. Okay, und hier? Du musst ein bisschen beeilen, du weißt warum. Meine Kamera, die kriegt gleich den Kollaps hier im Regen. Ah, hier, guck mal hier, das ist auch wieder Entleerung. Entleerung und Anschlüsse für Citywasseranschluss. Und Ski. Und Skifach. Ja, genau. Schnell mal zum Zeigen, also ein riesen Skifach mit drin. Da hat der neue Kunde hat sich dort schon mal direkt ein Wäschesystem reingemacht zum Aufhängen. Toll. Ja, ne? So, hier wird wahrscheinlich der Rotwein oder Rosé eingefüllt in den Kanistern. Aber das könnte eventuell Wasser sein, Diesel? Nein, Diesel, ne? Okay, ja. Ich zeig's mal gerade, Diesel. Der hat wahrscheinlich Euro 3, oder? Da bin ich mir nicht sicher. Der hat Euro 6, ich wollte dich nur ein bisschen... Nee, welche Motor bin ich mir nicht so... Die haben meistens Euro 6, die hier drauf sind mit AdBlue. Das ist mit drin, Fahrerassistenzsysteme. Aber da geht es jetzt gar nicht drum, wir wollen ja den Innenraum zeigen. Hat eine schöne Markise drauf, eine große. Hat WLAN mit drauf. Das ist schon direkt montiert. Und... Boah, es ist so kalt hier in Holland. Ja, und viel Wind. Und da ist nochmal ein Slideout. Nochmal eine Schublade. Ah ja. Mit den Sandaletten. Also man merkt, das ist ein Auto, ich bin es eben gefahren, es ist hammermäßig, wie leichter zu fahren. Es fährt sich original wie ein PKW. Fast, ne? Also wie gesagt, so groß habe ich selbst noch nicht gefahren, weil ich darf es nicht. Was? Aber auch in Schweden sind diese Großfahrtenregeln sind noch da, dass man bis 7,5 Tonnen fahren darf. Und ja, natürlich dafür gebaut. Die fliegen die Haare weg, aber ich zeige noch mal eins, der Überhang ist nicht so schlimm. Also deswegen fährt es sich auch unglaublich und du merkst überhaupt nicht, dass er so lang ist. Also das ist ziemlich interessant, weil ich Angst hatte mit dem Überhang. Das Ausschwenken ist auch kein Problem. Nee. Also wirklich ein sehr schickes Fahrzeug. Gut, die Bodenfreiheit, das ist natürlich bei dem Radstand immer so eine Sache, aber es geht. Komm, wir steigen ein. Ja. Da ist eine Trittstufe ist drin, die geht automatisch. Trittstufe, nicht automatisch, aber... Fahren wir raus. Eine Thule. Nur mal zum Zeigen, das ist der Doppelboden übrigens. Doppelboden mit die Heizung. Das wird hier natürlich zusätzlich belüftet, geheizt. So, mit einem... Oh, ist ja warm drin. Ach, ja. Das Krasse ist, die Heizung haben wir gerade erst angemacht und das geht so schnell bei Kabe. Ja, das kennen wir. Ist richtig warm. Das war teilweise, wo wir ja gefilmt haben, oben da im Norden. Und auch so leise, so ruhig. Ja, das stimmt. Ja. Gut, wenn jetzt echt Glasfenster drin wären, dann wäre es noch leiser, aber es ist schon leise.
dann draußen wird's stürmt es auch ja. viel schwerer sein. Viel, ja, könnte sein. Ja. Aber es ist cool. Queensbett, wie läuft das so ungefähr prozentual? Queensbett? Am meisten sind die Einzelbetten und dann kommt schon Queensbett. Und sicher auf diese Länge, dann ist es auch einfacher, um Queensbett einzubauen. Das ist schön. Ein Doppelbett von beiden Seiten Genau. einzustiegen. Geh mal rein. Ja. Denn das Schöne ist, jeder hat seinen eigenen kleinen Kleiderschrank noch mit dabei. Ja. Ein Nachtschrank ist mit drin. Ich zeig mal gerade hier kurz rein. Das ist so, das heißt, man kann hängende Sachen reinmachen. Du hast ja nochmal ein extra Fach dort hinten drin. Da kann man, ich sag mal, Handy und so weiter reinlegen. Die Tagesdecke ist dabei hier. Tagesdecke ist dabei. Ja, so wie es hier ist, als serienmäßig. Kissen auch, die sind dabei. Kissen auch, ja. Okay. So, das sind die Oberschränke. Das Ganze in der Qualität, da klappert nichts, da rappelt nichts. Wir sind eben gefahren. Es war vollkommen ruhig. Also es ist seltsam, dass meistens klappert dann eher so das Besteck anschließend. Schublade, zeig mal. Schublade auf beide Seiten. Wie im Hotel. Fernseher ist schon eingebaut? Fernseher ist schon eingebaut, hat der Händler schon gemacht hier bei der Greif. Das ist drin. Ihr macht viel mit DVB-T, gell, hier in Niederlanden? Ja. Ja. Also es ist weniger Satellit, sondern mehr praktisch Antenne drauf. Ja, in diesen Zeiten geht es einfach so. So, dann hier Schublade hier drunter. Stauraum kann ja nicht genug sein. Weil hier haben wir auch einen Schluss. Ja, das heißt eine zentrale Verriegelung hier. Ja, zentrale Verriegelung. Ah, der kleine schwarze da. Gut, dann weiter. Da ist noch ein weiteres Schublädchen. Ja, da eine kleine Nachtlampe. Ja, die blau abends, oder? Sind das die? Ja, das sind diese kleinen Lampen, sodass du deinen Weg noch finden kannst in der Nacht. Nettes Detail, wenn du mal gerade noch mal hochhebst, ist die Matratze. Ja. Die Matratze selbst hat so einen Rausfallschutz. Das finde ich interessant, dass die sich nicht bewegen kann. Genau. Hat einen Topper mit drauf. Der Topper hat dann nochmal einen Schutz. Also falls irgendwas passiert, stark. Also das haben wir hier. Dann, warte mal kurz, ob wir irgendwas vergessen haben. Kann man die hochheben eigentlich, die Matratze, oder ist die fix? Dass man da Stauraum hat? Das ist fix, weil da unter gibt es natürlich die Garage. Okay, prima. Ja. So, das gleiche auf der linken Seite, identisch. Gerade mal schauen, hier ist dann nochmal Platz. Hier ist überall Heizung. Ja. Der Boden ist beheizt? Boden ist beheizt, Fußbodenheizung ist bei Kabe immer serienmäßig. Eine Stufe, die muss man jetzt investieren. Wir haben ja eben den gezeigt mit Heckbad, mit Heckbad, zwei Längsbetten. Eben, und das sind zwei Längsbetten. Und dann ist es natürlich auch viel besser, wenn wir das alles gerade haben. Aber keine Heckgarage. Und keine Heckgarage, genau. So, Klimaanlage ist mit drin, Dometic, ferngesteuert über euer Bussystem. Das heißt, du brauchst nicht 70 Fernbedienungen. Die wird aber mitgeliefert, die Original ist dabei. Ja, ist dabei. Ist dabei. So, dann... guck mal hier. Jetzt sieht man auch mal, wie das so ein bisschen ausgerüstet ist. Hier sind die Reiseführer mit drin, unten das Putzzeug. Also das ist... Weißt du, was mir gefällt? Endlich mal kein Showcar. Ja, das ist du siehst, der Kunde hat das schon hier vorbereitet für seine Reise. Genau, zeig mal bitte, oben drin. Ach, noch keine Pizza drin. Okay. Und hier unten. Guck mal. Das ist das hier das Bier? Holländisches Bier, ja. Ist das Jan, das Herzog Jan? Herzog Jan. Herzog Jan. Und dann das Heineken. Ja. Sehr schön. Und oben ist dann natürlich der Ofen. Ja. Der Backofen wird ja oft verlangt von den Kunden? Ja, oder? ja. Und sicher für ein Imperial mit so einer Länge. Man ist viel unterwegs, sehr lange unterwegs. Brötchen, egal was. Das muss geben. Ist natürlich jetzt von der Höhe her nicht der Oberhammer, aber so ein Kuchen wird sogar noch reingehen. Ja. Das ist so. Pizza auf jeden Fall, also kannst viel mitmachen. Ja. Toll. Du bist sehr flexibel. So, dann interessante Badanordnung. Ihr habt euch quasi etwas gegönnt, was die Welt revolutionieren wird, nämlich eine Verbrennungstoilette ab Werk. Ab Werk serienmäßig. Eine Cinderella. Cinderella Verbrennungstoilette. So, wir haben uns eben kurz abgesprochen, du hebst sie bitte mal hoch, denn dass wir das mal sehen, da ist innen drin eine Brennkammer, die gasbetrieben ist. Dort drunter ist so ein ganz kleines Ascheeinkästchen, das drin ist, und das ziehst du raus und dort wird Pipi und Kaka verbrannt. Das war's. Und das kannst du wirklich wegschütten, das ist praktisch Kompost. Ja. Humus, was auch immer. Also das ist komplett Biomüll. Biomüll und das kannst du fast in den Garten schütten als Dünner. Ja, genau. Ja, krass. 500 Grad wird das alles verbrennt. Sehr schön. Das Ganze geht auch mit Papier. Das ist also ziemlich interessant. Jetzt sehe ich zum allerersten Mal die Klopapierrolle, weil ich mich immer gewundert habe, ob das funktioniert im Gebogenen.
Und alle haben gesagt, ja, ja, das klappt, aber es funktioniert wirklich. Das ist wahlweise Handtuchhalter / Klopapierrolle und alles ist hier genutzt. Hier sind zum Beispiel Handtücher drin. Gut, die Länge. Ist das der längste eigentlich von der Länge her oder geht es noch länger? Es gibt noch länger. Das hier ist 8 Zähne, wir haben auch noch 9 Zähne. Also 1 Meter länger. Meter Länge noch. Aber das hier ist doch schon von der Größe her. Ich glaube, was ganz wichtig ist, wir kommen gleich mal zur Küche, aber zunächst mal der Kleiderschrank an der richtigen Stelle. Ja. Da ist er drin. Und Ausgleichsgefäß. nicht nur ein Kleiderschrank, das ist ein Trockenschrank. Weil darunter gibt es diese Konvektor, dass deine nasse Kleidung wird direkt geheizt und getrocknet. Getrocknet. Hier Ausgleichsgefäß mit drin, das Ganze ist beleuchtet. Hier oben hast du dann noch eine Entlüftung drin, denn wenn du natürlich entfeuchtest, kannst du hier nochmal Gas geben, kannst es oben öffnen. Dann hier nochmal ein Raum. Hier siehst du die Fernsehverteilung, DVB-T. Du siehst oben das Bedienpanel von Alde. Das brauchen wir nicht. Das braucht man. Wir brauchen es. Wir müssen das montieren irgendwo. Das haben wir hier in diesem Schrank gemacht. Aber es funktioniert über das Bedienpanel von Sparti. So, und hier sieht man sehr schön, da das hier zurückgesetzt ist. Warte, ich zeige das mal gerade. Also man sieht es gar nicht. Hat also Platz hier drin. Kannst hier die Mütze reinhängen, die Jacke reinhängen. Das funktioniert. Dann ist hier noch ein Fach. Das ist wahrscheinlich, dass du daran kommst für so Kleinigkeiten. Was könnte man da reinmachen? Badelatschen? Kleinigkeiten. Schokolade. Ja, ganz kleine Sachen. Nicht so viel. Du musst unbedingt noch mal bitte diese Aufbautür mal feste zuziehen, dass wir das noch mal zeigen vom Geräusch her. So krank. Also die ist wirklich aus dem Vollen geschnitzt, oder? Ja. Die Tür ist der Hammer. Soll auch stark sein. Ist so. Ja. Also nicht nur stark, sondern da scheppert nichts, da ist nichts hohl, das ist alles gefüllt. Dein Deutsch ist besser wie ich, also du kannst es besser beschreiben, aber es ist einfach stark und, und gut isoliert. Aus dem Vollen geschnitzt. So, egal. Guck mal hier, Dometic. Das ist das Bedienpanel. Damit kannst du dann auch die Heizung bedienen, aber auch die Klima. Weil ich kenne das, du kennst ja meinen, ich habe 9 Bedienpanels gefühlt. Die kann ich natürlich alle bedienen. Die brauchen aber eine Klappe, damit es schön aussieht. Weil ansonsten, wenn das offen wäre, die machst du dann die Klappe zu. Aber das Ding kann ich ja sehen lassen. Das kannst du zeigen. Ja. Und da kannst du alles mitmachen. Licht. Licht, hier haben wir die Beleuchtung mit Dimmer. Du kannst auch mit einem Knopf alle Beleuchtung ausmachen. Das sind die Außenlampen mit Sensoren, die elektrische Schließung von den Schubladen in der Küche. Du hörst jetzt auch, das ist... Krass, nochmal, mach mal. Ja. Jetzt sind alle Schubladen geschlossen, jetzt kannst du fahren. Okay. Prima. Und dann die Heizung, Wasserpumpe. Alles Mögliche geht über das Panel. Hier hat der Kunde hier Fernbedienung gebucht? Ja. Das heißt, er hat eine App. Ja. Der sieht gerade, was wir machen. Fast, ja. Er hat dann die Möglichkeit, um die Heizung anzumachen, die Kühlschrank schon, und dann ist das alles schon vorgeheizt und der Kühlschrank gekühlt. Ja, er sieht aber auch, das Schlimme ist, da ist jetzt Wasser drin. Das heißt, also wir könnten ja jetzt die elektrische Entleerung machen wir nicht. Nee. Aber das würde gehen. Du drückst auf den Knopf und Feierabend. Ja. Da geht das ganze Wasser raus. Ja, hast du keine Kopfschmerzen, ob etwas jetzt kaputt friert. So, dann Küche, der Köken. Der Köken, ja. Das ist... Jetzt ist das Schloss verriegelt. Selbsttor. Aber nach dem 9. Untermenü, nein, es war ein einziger... hier sieht man es endlich mal eingeräumt. Das ist so genial. Herrlich. Und das ist nicht nur, weißt du, fürs Fotofinish eingeräumt, das ist jetzt mal real life. Ja. Der Kunde hat es erst noch gar nicht so lange, oder? Das Reisemobil? Nein, der hat noch einige Zubehör einbauen lassen und das haben wir dann gehört, dass es fertig war, und da könnten wir das gerade abholen. Prima. So, das habe ich dann mal gemacht. Da ist noch eine Tür, komm, wir tauschen mal gerade. Dass du mir die mal öffnest, da ist wahrscheinlich die Krups drin, die Kaffeemaschine. Das ist übrigens auch toll, das heißt, damit die nicht rumsteht, machst du einfach unten rein, und wenn du angekommen bist, gerade rauspacken, die hat sogar einen Griff oben dran. Ja, du siehst auch, du brauchst auch nicht so viel Platz. So, da sind die Hähne zum Zumachen. Oben richtig viel Platz. Das Design ist schön, ist mattes Weiß. Ja. Und auch hier richtig viel Platz. Er hat die Anti-Rutschmatten mit drin. Ja. Er ist schon hier zu Hause. Das ist, ich glaube, wer so einen Carver hat, ist das schwer, den Leuten anschließend was anderes zu verkaufen.
Wenn du das mal kennst mit der Alde, mit den... Natürlich nur Kabe. Du verkaufst nur Kabe. Ja. Das ist schon gemein, wenn die einmal gefangen sind mit dem Kabe-Produkt. Naja, das sehen wir auch. Glücklich haben wir auch ganz viele Kunden, die einmal ein Kabe gekauft haben und auch bei Kabe bleiben. So ist das. Ja. So, jetzt sind wir fast durch, denn ich muss heute noch nach Mülheim fahren, denn das Hubbett hier, das ist natürlich ein Hammer. Und wir haben eins gemerkt, was uns interessant ist. Du magst es mal probieren, dass wir das mal nur ein Stück zurück machen, ob wir dann das schon runterfahren können? Ja, aber wir haben den Sitz ein bisschen nach vorne gemacht, oder? Ja, das könnte ich glauben, weil wir haben nämlich eben rausbekommen, wenn man die Sitze, wenn du den Fahrersitz mal ganz nach hinten machst, dann müsste es gehen. Ja, dann muss es gehen. Probier mal. Das haben wir nämlich rausbekommen, dass man die Sitze nicht umklappen muss, sondern einfach nur ganz zurück macht und dann passt das schon. Das habe ich rausbekommen. Ja. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Eine Leiter ist dabei? Leiter ist dabei. Rausfallschutz für Kinder? Ja, ist unter der Matratze. Unter der Matratze. Die wird da oben eingehakt. Da ist sie mit drin. Ja. Boah, ein großes Bett. Meter 40, gell? 40, ja. Okay. Mach nochmal hoch. Und dann zeigen wir mal, er hat graues Leder gewählt. Oder ist das Serie, das graue Leder? Das Leder ist sowieso serienmäßig. Ja, beim Imperial ist das serienmäßig. Okay, aber das Grau kann ich wählen. Natürlich. Farbe kann ich wählen. So, dann sind wir eben gefahren. Das ist die beheizte Matte. Setz dich mal rein, bitte. Dann sieht man es sehr schön. Hallo Peter. Hallo Sven. Geht's dir gut? Sehr gut. So, jetzt scheint wieder die Sonne. Ja, jetzt kommt die Sonne. Ja, das Ganze, als du angefangen hast vor 9 Jahren, war das Thema Reisemobile schon so stark oder hat sich das entwickelt in den letzten Jahren? Das hat sich entwickelt. Das Problem war, dass noch nicht so viele Leute Kabe kannten mit Reisemobile und sicher nicht in Deutschland oder Holland, in Skandinavien schon. Aber jetzt haben wir mehr und mehr Fahrzeuge auf die Straße und jetzt läuft's. Und jetzt auf Mercedes, das hilft auch sicher mehr und mehr. Mercedes-Benz war wirklich ein guter Schritt. Ja, das merken viele. Ja. Also ihr habt ja vorher auch Fiat Ducato gehabt, ja. Auch ein tolles Fahrzeug, muss man sagen, aber das hier hat natürlich eine ganz andere Qualität im Innenraum. Das heißt also, Mercedes-Benz hat ja unglaublich viel investiert, MBUX-System, PKW, Like-Fahren, Fahrerassistenzsysteme. Ja. Das rüstet Fiat jetzt nach. Fiat hat erst seit kurzem die Neungang-Automatik, die so wichtig war, wo die Leute wirklich da mit der Agile, mit der Halbautomatik. Für uns war es auch wichtig, dass ein Hersteller so wie Mercedes-Benz auch zusammen mit uns die Arbeit gemacht hat, um zusammen zu gucken, wie wir so ein schönes Reisemobil produzieren können. Und die Zusammenarbeit war uns am allerwichtigsten. Und das, ganz ehrlich, das ist bei Fiat immer sehr gut gewesen. Und früher war es bei Mercedes-Benz nicht so wichtig, diese reisemobile Branche, aber mittlerweile sieht man doch auch, dass wir hier viel Möglichkeiten haben. Endlich sehe ich jetzt mal das Fahrzeug, ich bin ja eben gefahren, was auffällt ist, die Handlichkeit her, auch die Position des Lenkrades hat nichts mit LKW zu tun. Du fühlst dich original, das wäre, ich sag mal, von der Höhe wie so ein SUV so ein bisschen. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich sage jetzt mal ein Geländewagen. Ja. Sag mal, als ihr auf die Idee gekommen seid, das mit Mercedes zu machen, da wart ihr einer der ersten, die mit Mercedes-Benz den Alco-Tiefrahmen entwickelt haben oder eingesetzt haben? Naja, nicht der allererste, aber einer der, ja. Okay. Wir haben voll eingesetzt auf Mercedes-Benz. Wie war die Erfahrung jetzt auf der Messe jetzt in Düsseldorf? War das war ein Magnet? Sehr gut, sehr gut. Da haben wir unter anderem auch der neue Royal auch jetzt auf Mercedes-Benz vorgestellt und die ist auch wieder super angekommen, so wie diese Imperial schon das Jahr davor. Und jetzt sehen wir, dass die Zahlen hochgehen. Ja. Was krasses Understatement. Also was mir bei Kabe gut gefällt, ist, die Marke kennt nicht jeder. Nee. Vielleicht sollte man keine Videos mehr drehen, dass sie auch keiner mehr kennt. Aber ich sag mal minus 50, plus 50, nicht ganz billig, Werterhalt extrem, muss man sagen. Ja. Ihr kennt das von den Wohnwagen, selbst gebrauchte Kabels. Es gibt einen Punkt irgendwann, da verlieren die kaum noch was, oder? Ist so, weil die Leute immer etwas zu gewinnen, aber man sieht, dass wenn wir auch mehr Kabe auf die Straße haben, ich glaube, dass das auch der Punkt ist, dass wir noch zu unbekannt sind und sicher auch mit Reisemobile, dass wir dann wachsen
So, jetzt haben wir 2 Tage gedreht. Wir sind bei de Gref, also der wirklich eine ganz tolle Ausstellung hat, ungefähr 20 Minuten von der deutschen Grenze weg. Ihr bedient damit natürlich, ich sag mal, mit dieser Ausstellung, die ihr zusammen entwickelt habt, wo ihr viele Fahrzeuge zugesteuert habt, dass wirklich so gut wie jeder Grundriss hier ist, bedient ihr natürlich Leute, die, ich sag mal, sehr umfassend sich mit dem Thema Carbe beschäftigen. Ja. Wie lange braucht denn so ein Carbe-Kunde im Schnitt für eine Entscheidung? Ist das eine Geschichte, die ihr jahrelang mit sich trägt? Oder habt ihr schon die ersten Affekttäter, die das Auto jetzt neu sehen bei de Gref und dann sagen, das ist es? Nee, es ist eigentlich ganz selten, dass der Kunde sagt, ach, was ist das für ein Reisemobil, das ist Carbe, ach, das ist schön, das kaufe ich. So geht es normalerweise nicht. Normalerweise hat der Kunde sich lange vorbereitet, sehr gut vorbereitet und das kann auch wirklich Jahre dauern. So, man sieht hier, wie weit ich weg bin. Was ganz viele Leute gesagt haben im Showroom, ich habe gestern mal ein bisschen bedient, ja, das war ganz witzig, denn da waren Leute da, du hattest was zu tun, dann haben die mich dann gefragt, hier macht er die Filme und da habe ich denen das mal gezeigt. Die sind reingekommen und haben Folgendes gesagt, bleib mal da sitzen. Die haben gesagt, das hier ist ja hammermäßig viel Platz. Ja. Also die Sitzgruppe, und das ist eine kleine Sitzgruppe, das ist ja, den gibt es ja noch einen Meter länger, da ist das noch ein bisschen ausführlicher, ist so dieses... Wie soll ich sagen, so dieses Hüttengefühl, also ich nenne es immer so bei Carbe, dass du so diesen finnischen, ich sag mal so Mischung aus österreichischen Skiurlaub plus finnische Qualität, so dieses Zeitlose, was ihr... Ja, das haben wir jetzt geschafft, das war früher nicht so. Ja. Aber das ist auch ganz genau, was unsere Kunden suchen. Und das ist auch übrigens mein Job, um das meine Kollegen in Schweden zu erklären. Also, dass man hier helles Holz hat, sich ruhig trauen. Also, ich habe ja ganz viele Sachen zum Beispiel von Volkswagen gesehen, den Crafter, der California zum Beispiel, der große, der kleines bisschen aussieht wie eine Arztpraxis. Also, alles weiß und das war gut gedacht, aber dann am Schluss zu viel, too much, wo die Leute gesagt haben, das ist jetzt für einen gewerblichen Einsatz, wenn man, keine Ahnung, gewerblich unterwegs ist. Und, aber das war den too much. Aber glaubt ihr, habt den Weg gefunden jetzt, also mit dem aktuell, weil es ändert sich ja auch permanent? Ja, das ändert sich auch, aber es ist natürlich auch zu verstehen, weil früher war auch der Schwerpunkt in Skandinavien, dann ist es natürlich mehr skandinavischer Geschmack, aber jetzt haben wir mehr erklären können, was wir hier brauchen und ganz großes Vorteil bei Carbe in Schweden haben wir ganz viele Kollegen, das sind die Frauen von Design und die haben doch auch mehr Gefühl dafür, glaube ich, wie wenn es nur Männer sind. Dann wird es vielleicht so eine Arztpraxis. So, komm mal mit. Ja. Das war jetzt nicht gemeint. Es gibt ja ganz viele Leute, die finden das ganz geil. Aber ich fand es ein bisschen too much. Ja. Also war dann für mich persönlich. Immer schwierig, um eine gute Balance zu finden. So, da gehen wir raus. Wir gehen mal in den Showroom von de Gref. Und du fährst gleich nach Hause, ich auch. Ich fahre noch nach Mülheim zu RS Reisemobile. Kein Carbe-Händler übrigens. Aber es wird witzig, denn hier vorne ist der Eingang. Wir gehen mal durch den Hintereingang. Wir haben ganz viele Fahrzeuge gezeigt. Wir haben es nicht geschafft, alle zu zeigen, muss man sagen. Ja, aber er hat auch so viele, ne? Er hat wirklich viele. Ja. Und das war immer dein Traum, so eine Ausstellung hier zu haben. Jetzt ist es Traum geworden, natürlich in deinem Heimatland, in den Niederlanden. Ja, aber wir haben natürlich ganz gute Händler, wir haben professionelle Carbe-Händler, aber so wie der Gref hier ausgestattet sind, das ist nicht für alle Händler auch möglich. Und natürlich sind wir stolz darauf. So, und das war der Einzige, der draußen stand, der hat nicht mehr reingepasst. Nein. Komm, wir gehen mal rein, dass wir das sehen. Man spricht hier Deutsch, das ist so, ich sag mal, ungefähr so wie du, oder? Ja, ungefähr so wie ich. Ja. Ungefähr so wie ich, das geht ja. Wir können uns ja unterhalten. Ja. Da haben wir, guck mal, hier ein Tausender, davon haben die gleich 3 Stück. Das hast du auch selten, 3 auf Lager? Ja, das gibt nicht so viele Carbe-Händler, die 3 Tausender auf Lager haben. Tausender übrigens 12 Meter lang. Ja. Fast 12 Meter. Hier vorne haben wir dann ganz, ganz viel und alles ist beheizt. Alles beheizt, alles ist beleuchtet, alles ist tipptopp vorbereitet. Du siehst, das ganze Jahr hast du hier eigentlich eine Hausmesse. Das ist so und es ist irre tief. Also wenn wir mal einen Schritt zurückgehen, dann sieht man mal die Ausmaße, die man hier hat. Als du mir das Video geschickt hast, beziehungsweise die haben mir das Video geschickt, haben den Drohnenflug hier durch die Halle durchgemacht, ja. Ich konnte das überhaupt nicht fassen und ich habe gedacht, es wäre noch viel größer. Aber es ist schon unfassbar viel, oder? Ja, das ist unfassbar viel, ja. So ist es. Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Heute 4. Mai 2021, morgen hat meine Cousine Geburtstag und ich ja in 3 Tagen.
Ich sag dir, wo meine Garage steht. Vielleicht ist ja ein Carve drin. Ja, okay. Gut zu wissen, Sven. Ja, ich wünsche dir alles Gute. Hier ist der Harry. Grüß dich, Harry. Letztes Video, wir fahren. Wir haben den LQB gesehen. Tolles Auto. Sehr gut, ja, sehr gut. Genau. Und wir haben dich missbraucht jedes Mal, weil du 1,97 Meter groß bist. Und wir haben dich mal reingestellt. Alle Carve sind 1,96 groß. 1,96 stehe hier. So, ihr seid seit 1,5 Jahren, habt ihr Carve. Die Wohnmobile habt ihr noch nicht so lange, oder? Nee, da sind wir erst gerade angefangen. Ja. Wir müssen da irgendwo anfangen. Jetzt haben wir dieses Jahr den Anfang und nächstes Jahr geht es noch mehr raus, dass wir das größer ausbauen. Ja. Ist der ein oder andere Deutsche schon gekommen hier zu euch? Wir verkaufen von hier aus ungefähr 60% nach Ausland. Und von das Auslandverkauf ist ungefähr 80% Deutschland. Wir verkaufen nach Belgien, nach Luxemburg. Ihr könnt, wenn es eine Firma ist, ohne Mehrwertsteuer liefern. Das ist, wenn der eine Umsatzsteuer-ID hat, dann geht das. Ja. So, die Endkunden zahlen 21%, aber nicht die Luxussteuer, wenn es ein Wohnmobil ist, wenn sie außerhalb von den Niederlanden sind. Ihr habt eine Luxussteuer. Genau, die braucht, wenn er nach dem Ausland geht, braucht keine Luxussteuer bezahlt zu werden. So, wenn ich jetzt hier Kunde bin, ich sehe das, ich komme zum Beispiel, was weiß ich, hier aus Saarbrücken. So, und dann komme ich zu euch. Dann habt ihr ja die ganze Auswahl. Und jetzt sind wir uns handelseinig. Ja? Ist das ein Problem? Also das heißt, die Zulassung geht europaweit wahrscheinlich mit den... Das geht europaweit. Das gibt ein COC, das ist ein extra Papier. Wir machen auch die ganzen Papiere fertig, dass der deutsche Kunde nur zum TÜV anmelden braucht. Wenn ich jetzt das Auto kaufe und so ein Auto kostet mal 160.000 Euro, nehme ich da Bargeld mit in kleinen gebrauchten Scheinen oder wie mache ich das? Lieber nicht. Lieber nicht. Es ist ja immer willkommen, aber das Beste ist Zahlung über die Bank. Zahlung über die Bank, okay. Habe ich eine Sicherheit, wenn ich euch so viel Geld gebe, dass ich mein Auto später kriege? Nee, ich denke, das gehört sich anders zu laufen. Wenn hier ein bestellt wird, Ja. Dann wird ein Vertrag gemacht. Da wird abgesprochen, wann geliefert wird, auf welche Weise das wir bezahlen, ob da vielleicht ein Wagen im Eintausch gegeben wird, ja oder nein. Das wird dann mit der Kunde besprochen. Aber wir haben einen kleinen Regel, wenn die Räder nach draußen rollen, dann muss er bezahlt sein. Ich frage deswegen, weil ich sag mal so, viele Leute kennen euch nicht. Ihr seid sehr bekannt hier in den Niederlanden, muss man sagen, denn ihr macht das Thema Caravaning schon in zweiter Generation. Du machst das wie lange schon? Ab 1977. Krass, du bist also einer der Pioniere quasi, nicht ganz, oder? Nicht ganz, natürlich nicht. Davor waren auch schon Wohnwagenhändler, aber in der Zeit ist wohl sehr viel, hat sich geändert. Der erste Wohnwagen, den wir verkauften in 1977, da musste der Kühlschrank noch zusätzlich eingebaut werden. Das ist heutzutage nicht mehr denkbar. Ja, ich habe das gesehen bei Kipp zum Beispiel, da ist auch Kühlschrank, gibt es einen, da ist das eine Option noch. Also bei den ganz kleinen Wohnwagen, das ist ja heute kein Thema mehr. Aber das Ganze hat sich ja massiv entwickelt, muss man sagen. Du hast das ja alles mitbekommen, ja. Immer mehr Leute machen Camping in ganz Europa. Ja. Und ich denke, das wird ein Riesenrun werden. Wenn du jetzt mal in den letzten 3 Sätzen ganz kurz einmal zusammenfasst, was macht Carve besser? Besser als wem oder was? Egal. Wollen Sie einen Vergleich mit anderen Wohnwagen? Nee, einfach mal sagen, also was machen die wirklich gut? Ich denke, das kann man zurücksehen ins Produkt. Dass der Carve ist der Wohnwagen, der im Top-Segment eigentlich ganz oben führt. Es kann ja nur eine der Beste sein. Okay. Und das ist Carve. Das ist Carve, sagt jemand, der das seit 1977 macht. Ich muss dazu sagen, er ist ja hier der Chef. Wir haben ihm auch kein Geld dafür bekommen. Er hat erst seit 1,5 Jahren Carve. Es war nicht so einfach. Du warst wirklich immer dahinter. Hast du die Entscheidung bereut, Carve zu machen? Bis jetzt immer noch nicht. So, vielen Dank. Wenn du mir mal beschreibst, Grave, wo liegt das? Wie fahre ich da hin ungefähr? Was ist die nächstgrößere Stadt in Deutschland? Die verschiedenen Verkaufspunkte, ich glaube eine in Köln. Ich meine jetzt, wenn ich jetzt hierher fahre, im Prinzip die nächste größere Stadt hier von euch in Deutschland. Von euch? Ja. Zu uns gefahren, dann ist es Nimwegen, Arnheim. Jetzt drüben auf der anderen Seite in Deutschland. Ist das Kalkar? Köln? Ja, wenn wir hier über die Grenze kommen, dann kommen wir Kleef, Emmerich. Okay. Und wenn man von Kleef fährt man Richtung Düsseldorf, Köln.
Ja. Man muss ein bisschen aufpassen, hier ist Tempo 100, die nehmen das sehr ernst, glaube ich. Ja, sicher, ja, sicher, ja, sicher. Aber ich glaube, in Deutschland ist man auch daran gewöhnt, etwas langsamer zu fahren, weil wenn ich in Deutschland komme, sehe ich auf viele Schilder von der Geschwindigkeit soll zurück nach 120 oder nach 100. Passt. Und sehr viele Baustellen hat man in Deutschland. Die Autobahn ist ja wunderbar, aber hat seine Vorteile und seine Nachteile. Und in Deutschland darf man 100 mit Wohnwagen fahren und in Holland ist es 90. Okay. 90. Ja, ich kenne also Holland ja nur wegen der sogenannten Holland-Öse. Kennst du die? Hinten an der Kupplung, an der Anhängerkupplung. Ihr habt das eingeführt, dass man hinten so eine Öse hat, wo man den einhängen muss. Mhm. Und jetzt hat ganz Europa die Holland-Öse. Ja, ja, so, das freut mich, das zu hören. Ja, ist wirklich so, was auch sinnvoll ist. Ja. Weil ganz oft ist da das Seil da drüber geschrubbt und dann ist dann doch passiert. Harry, ich bedanke mich vielmals, war sehr schön bei euch. Ihr habt mir ganz viel Cola Light und Kaffee angeboten. Wir haben tolle Filme gemacht, aber ihr habt wirklich eine gigantische Ausstellung. Allein das Heizen hier, ich will nicht wissen, wenn es richtig kalt ist, das ist wahrscheinlich ein Vermögen, aber das muss sein, die müssen im Warmen gezeigt werden, gell? Ja, ich denke schon, wenn man sowas ansieht, dann braucht man die Zeit, man hat genug Raum und auch eine gute Temperatur gehört dazu. Aber ich denke, im Ganzen, das Gebäude ist gut isoliert, so alles abwägen können wir dafür sorgen, dass hier eine bequeme Temperatur ist, um die Wohnwagen und die Mobilheime anzuschauen. Letzte Frage. Wenn du eine Automarke nehmen würdest, die ungefähr beschreibt, was Kaabe ist, was würdest du, ihr fahrt zum Beispiel Audi, ist das ungefähr von der Qualität, ist auch gut? Audi ist ja ein schöner Auto, das ist auch Mercedes, das ist auch BMW. Ist das Kaabe ungefähr? Nee, ich denke, die können da noch viel lernen von Kaabe. So arrogant darf ich mich erlauben. Ja. Ich denke, dass im Vergleich von Autos ist Kaabe eigentlich mehr Richtung Rolls-Royce. So, das lassen wir jetzt mal stehen. Einverstanden. Euch beiden vielen, vielen Dank. Sehr gerne. 4. Mai. Tschüss euch beiden. Ciao, ciao. Ciao.